So, wie ihr gerade alle gesehen habt, hatte ich letzten Sommer einen kleinen Unfall. Ich war überm See mit einer Automatikrettungsweste an und es war ein motorisiertes Boot im Wasser, das mich beobachtet hat und quasi bereit war, mich rauszuziehen. Ähm, Ich hatte vorher zwei Sicherheitstrainings, eins mit dem A-Schirm, eins mit dem HIB-Schirm. Bei dem zweiten mit dem HIB-Schirm war ich extremst unglücklich mit meinem Trainer, weil der wohl kurz davor irgendeinen Lehrgang zu richtig Sitze gehabt hat und im Endeffekt dem das Wichtigste war, dass ich richtig sitz. Und das ja war etwas unglücklich, weil das nicht ganz kompatibel, diese Lehrmeinung nicht ganz kompatibel zu meinem damaligen Kurzzeug war. Zumindest ist auch weiterhin so meine Ansicht. Naja, deswegen habe ich mich also entschieden, das Ganze ohne Sicherheitstraining zu probieren. Ich hatte davor eben mehrere Fullstart schon gemacht in den Sicherheitstrainings davor. Habe auch mit meinem HIB-Schirm in freier Wildbahn schon ordentlich auf die Mütze bekommen mit Schweinereien, die ich über einen Fullstall ausgeleitet hatte. Das war aber eher so eine Notaktion und das wollte ich auf jeden Fall ähm, irgendwie kontrolliert trainiere und das eben zuverlässig, dass ich das zuverlässig hinbekomme. In der Zwischenzeit, wie ihr seht, fliege ich einen C-Schirm. Ich bin auch mit dem Liegegurt drunter gehängt mit einem X-Rated 7, was vielleicht nicht so die genialste Idee war. Wie ihr seht, übe ich auch weiterhin Deep Stalls, genauso wie man mir das bisher im Sicherheitstraining beigebracht hatte. Was noch eine viel beschissenere Idee war, ähm, ich wusste zwar, dass es Hochleister Fullstalls gibt, habe da aber meinen C-Schirm nicht wirklich als Hochleister gesehen. Wie man hier sieht, bei den Deep Stalls stall ich ihn halt schon komplett weg und die Ohren klatschen quasi hinten zusammen. Da haben wir einfach dann eine extrem hohe Verhängertendenz ähm, und eben die Gefahr, dass er asymmetrisch aufgeht und dann eben mit viel Schweinerei endet. Ja, ich versuche ja auch schon die ganze Zeit quasi in Backfly zu kommen. Es klappt mal nicht so. Ja, und im Endeffekt ist mir bis dahin auch tatsächlich gar nicht in den Kopf gekommen, dass irgendwas falsch sein könnte. Ich dachte nur, okay, das ist irgendwie deutlich schwieriger, als ich das alles in Erinnerung hatte. Und da muss ich mich wohl wirklich hart anstrengen. Ich hatte da jetzt auch, das war quasi der fünfte Flug. Ähm, Ich habe in etwa immer 10 Fullstars auf die 800 Höhenmeter drauf kaue. Und mir sind da durchaus die Arme langsam schwer geworden. Oh, hier ziehe ich jetzt quasi nochmal den finale Fullstall, ne, nochmal einfach runter. Es gibt diesen Knickpunkt, also kaum Dynamik drin. Es gibt so diesen Knickpunkt, da gehen die Ohren einfach nur noch hinten weg. Hier sieht man jetzt, ich schlage die nicht zusammen, gehen asymmetrisch auf und ich twiste ein und genau, twiste ein, nochmal ein Frontklapper. Ja, hier sieht man jetzt auch, wie er quasi direkt ansatzlos in den Spiralsturz abkippt. Ich hatte mich lustigerweise 2 Wochen davor mit einem Kollegen darüber unterhalten, dass man selbst in einem fünffach getwisteten Zustand immer noch lenken kann und es eigentlich die einzigste Lösung ist, aus einem Spiralsturz rauszukommen, indem man den Schirm wieder aufrichtet. Dabei kann man aber nur ziehen, nicht mehr lösen. Ich habe aber in dem Moment wirklich nicht die Bohnenkraft, in welche Richtung eigentlich was fliegt und mir leider auch nicht die Zeit genommen, es rauszukriegen. Deswegen habe ich eben auf 50-50 gesetzt, eine Seite gezogen und zack, war die falsche. Dann war ich also im richtigen Spiralsturz drin. So, hier nochmal schnell. Also kippt in einen leichten Spiralsturz ab und falsche Seite und gibt ihm im schön heftigen Spiralsturz ordentlich G, da geht dann gar nichts mehr. Das sieht man jetzt, ich bin im Spiralsturz, hab noch gedacht, ja, bist über Wasser, hast ja noch Zeit, noch irgendwie hinten in die C-Leine reinzulangen. Das funktioniert aber nicht, man hat so eine Wurst, man kommt da nicht mehr ran. Ich habe mich dann tatsächlich leider doch recht spät erst für die erste Rettung entschieden.
Das sieht man jetzt gleich. Ich habe versucht, die wirklich mit Kraft nach hinten rechts wegzuschleudern, die erste Rettung. Die ging dann direkt in den Schirm, wie man hier sieht. Habe dann hochgeschaut und eigentlich direkt, okay, zack, zweite Rettung, also zur linken Rettung gegriffen, die auch nach hinten unter wegschleudert. Man kann da eigentlich nicht wirklich, also ich zumindest kann da nicht sehen, wo genau jetzt hin. Das war aber eher so ein Instinkt. In dem Moment, wo ich jetzt hier sehe, dass die zweite Rettung direkt neben die erste trifft, habe ich dann auch realisiert, okay, über Land wärst jetzt gestorben. Genau. Dann habe ich hier noch versucht, jetzt tatsächlich die Rettungsleine rauszuziehen. Also im Endeffekt die Rettung aus dem Hauptschirm rauszuziehen. Das ging dann aber im Endeffekt viel zu schnell. Da hatte ich einfach viel zu wenig Höhe. Mit etwas mehr Höhe hätte das eventuell funktioniert. So, im Nachhinein nochmal als Resümee einfach meine 5 wichtigsten Punkte, die ich so als Lessons Learned mitgenommen habe. Als allererstes, wenn ich mich dazu entscheide, ein Manöver selbstständig zu erlernen, ohne Sicherheitstraining, muss ich im Endeffekt auch die komplette Verantwortung für die Informationsbeschaffung einholen und die Informationen, die ich mir einhole, auch prüfe. Da mir das relativ schwer auch im Nachhinein gefallen ist, also ich habe relativ wenig drüber gefunden, über die zweistufige Einleitung. Das war eigentlich so der Hauptgrund, dass ich das Video hier mache. Einfach um nochmal drauf aufmerksam zu machen und für euch das einfacher zu machen. Ich empfehle natürlich generell nicht, das selber zu üben, aber ich finde es auch durchaus naiv, davon auszugehen, dass es einfach jeder irgendwo in einem Sicherheitstraining übt. Deswegen finde ich schon wichtig, dass die Information gestreut wird. Genau, dann der zweite Punkt wäre mit einfachem Equipment anzufangen, einfach prinzipiell erstmal einen Sitzgurt zu nehmen. Da ist die Einschwistgefahr deutlich niedriger. Und mir wurde im Nachhinein auch mehrfach gesagt, dass es mit einem HIB eben schon durchaus einfacher ist, auch dann eben direkt mit dem zweistufigen anzufangen. Genau, und dann als drittes weniger Flüge an einem Tag zu machen, beziehungsweise mehr Pause. Ich war da schon auch eher ambitioniert unterwegs. Das war mein 5. Flug an dem Tag und ich habe auf den 800 Meter Manöverhöhe etwa 10 Fullstalls gezogen. So, dann der vierte Punkt wäre im leichten Spiralsturz sich wirklich die Zeit zu nehmen, rauszukriegen, in welche Richtung es geht. Und im Ansatz von einem schneller Spiralsturz dann wirklich einfach direkt die Rettung ziehen. Sowieso über Land würde ich in der Zwischenzeit, in dem Moment, wo es in den Spiralsturz geht, direkt die Rettung ziehen. Ihr habt gesehen, da bleibt euch echt wenig Zeit, das kann verdammt schnell gehen und es kann verdammt knapp werden. So, kommen wir jetzt zur zweistufigen Fullstall-Einleitung, die man eben bei Hochleister machen soll und auch durchaus Sinn macht bei niedrigerklassigeren Schirme. Ich muss einfach nochmal dazu sagen, ich bin auch weiterhin kein Akro-Profi. Ich habe mir jetzt ein paar Mal erklären lassen, wie das funktionieren soll und probiere das jetzt nach bestem Gewissen irgendwie zu reproduzieren. Genau, ich nehme da dazu ganz normal wie beim Diebstahl auch beide Bremse in die Hand, ziehe dann langsam ab, also ich kann nicht impulsiv abziehen, aber ich bremse aber langsam ab, dass ich nicht ganz so nach hinten fall, bis beide Seiten hier anfangen nach hinten zu fliegen. Wenn sie dann hier so im 45-Grad-Winkel stehen, lasse ich sie wieder komplett kommen, reiße vorne wieder ab und gehe dann direkt in die Backfly-Position. Halt die dann, warte bis sie nach vorne pendelt und wenn ich dann eben raus will, lasse ich sie beim nach vorne pendeln wieder fliegen und genau. Man sieht, es ist noch alles andere als perfekt, aber ich übe fleißig. Ich kann es auch jedem absolut nahelegen, das zu üben. Gerade wenn man viel Strecke fliegt, dann kommt Akro und in Anführungszeichen die Sicherheit leider doch meistens etwas zu kurz. So, dann möchte ich mich fürs Zuhören bedanken. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und sieht sich an der Basis.